Herzlich willkommen in meiner Bastelwerkstatt. Ich habe hier einen Boiler, der hat den Geist aufgegeben. Und den werden wir jetzt mal aufschrauben. Und dann habe ich hier zwei neue Heizungen, die ich hier noch in Reserve habe. Mal schauen, welche passt. Und wie immer in Russland. Hier sieht man es. Was fehlt hier? Da auch. Richtig, die Opferanode. Und deswegen nochmal in die Stadt, weil die muss rein. Weil bei uns im Wasser ist das sehr speziell. Und hier unten, ich weiß nicht warum, ich glaube, kann man sehen, hier hat es gekrätscht. In den Anschlüssen. Das ist total verkiesnettelt. Und dem werde ich jetzt auf den Grund gehen, warum, wieso, weshalb, weswegen. Ja, und da ist wahrscheinlich Wasser rausgetröppelt. Das sieht jedenfalls zumindest aus. Mal schauen. Auf alle Fälle, der will nicht mehr. Der hat gesagt, ich mache Feierabend, ich gehe in Pension. Pension gestrichen, du wirst wieder arbeiten. Ha, mal schauen. Machen wir heute wieder ein kleines Arbeitsvideo für euch zum Thema Elektrik. Außenbeleuchtung. Fangen wir hier an. Ja, war vorneweg Chaos. Liederlich altes Gofra. Da haben wir Installationsrohr benutzt. Da oben in der Ecke, ich hoffe, man kann es erkennen, in der Dose das schwarze ohne Gofra wird doch ausgetauscht. Müssen wir nächste Woche machen. Wir müssen innen drin neu verdrahten, deswegen jetzt provisorisch. Ab den zwei Dosen einmal neu, auch Kabel neu. Haben wir hier eingebuddelt. Geht hier hoch, zwei Stück gehen hoch in die Dose und im Holz geht's hoch zur Gurkenglaslampe. Unsere Erfindung für unseren Gartenweg. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt gehen wir mal runter. Der nächste Mast ist auch schon vorbereitet. Der ist fertig konfektioniert mit Dose und Kabel. Und den übernächsten mache ich gerade. Der da am Weg hinten ist auch fertig. Jetzt ist der dran, Nummer 4. Da gehen 3 Kabel innen drin hoch. Jetzt sehen wir mal die Dose. Warum? Die klemmen wir nach oben. Weil wenn wirklich mal ein Problem wäre mit Feuchtigkeit, dass die Klemmen nicht in der Brühe stehen. Die Dose hat unten eine Öffnung, wo Kondenswasser raus kann. Die ist hier im Holz eingesetzt. Und rechts sehen wir ein anderes Kabel, andere Farbe. Na, was ist das? Da ist ein Aluminiumkabel, das ist nur zeitweise. Das fliegt in etwa 2 Monaten wieder raus. Das ist nur ein Provisorium. Und da unten geht es dann weiter, die anderen 3. Und dann werden wir wahrscheinlich morgen den ersten Test machen können mit unserer neuen Außenbeleuchtung. Bis zum nächsten. Arbeiten in Sibirien. Was haben wir hier? Das ist keine Entwässerung fürs Dachrohr. Das ist die Belüftung für den Keller. Und genau so ist es jetzt momentan. Und das Problem ist, dass ja immer wieder Feuchtigkeit reinkommt und der Keller nass ist. Man hat das einfach nicht zu Ende gebaut. Und in ein paar Minütchen zeige ich euch meine Lösung. So, und jetzt meine Lösung. Mögen mich alle Sanitärtechniker steinigen, ist mir egal. Aber es funktioniert erstmal. Die Entlüftung vom Keller mit Ventilator unten kann funktionieren. Und wie man sieht, da kann kein Regen mehr reinkommen von oben. Es ist nicht schön, weil ich habe nichts anderes. Ich kann nur das verwenden, was ich an Material da habe. Und ich denke, so sollte es funktionieren. Zumindest ist es erstmal wasserfest. Willkommen in meiner Bastelwerkstatt. Was ihr hier heute seht, ist eine improvisierte Kantbank für Traufbleche. Da gehen wir mal kurz raus, zeige euch, was das sein soll. Und hier liegt das Blech. Einfach altes Blech. So, weil das Dach zu kurz abgeschnitten wurde ursprünglich mal. Und das hier immer runtergetropft hat, die ganzen Jahre. Haben wir die Dachrinne neu gemacht. Hier sieht man noch ein anderes farbiges Teil, haben wir eingesetzt. Das Rohr
hier runter zu. Ist auch angeschlossen. Wir haben jetzt 3 Fallrohre mit einer Konstruktion hier einmal rundherum, weil die Dachfläche ist so groß, dass es ein Fallrohr nicht schafft. Jetzt haben wir 3. Wir haben so weit gemacht, wie es irgendwie geht. Und da oben an der Kante, ich hoffe, man kann es erkennen. Ich gehe mal die Leiter hoch. Hierhin kommt noch das Traufblech. Das sieht dann so aus. Das hängt hier in die Dachrinne rein und damit kann das nicht mehr in die Dachrinne tropfen, weil das ist einfach zu kurz abgeschnitten worden, das Dach, und hat nicht funktioniert. Das ist altes Blech, was ich gefunden habe bei uns auf dem Schrotthaufen. Scheißegal, es muss funktionieren. Das ist heute meine große Arbeit. Ja, wir haben schon wieder trübes Wetter, wir haben Regenzeit bei uns. Und deswegen muss ich schnell machen, dass der Spaß fertig wird. Sagt, der Spaß funktioniert. Auch eine eigentliche Konstruktion, wie man sieht. Aber es ist dicht mit Silikon. Geht erstmal. Ich hoffe, man kann es erkennen. Mit schönem Gefälle hier einmal rundherum. Und jetzt muss ich weitermachen. Bis später. Hallo alle miteinander. Wir haben seit Tagen, man kann sagen, Herbstwetter. Dunkel, grau und trübe, relativ kühl mit 12 bis 15 Grad. Und ich bin dabei, die letzten Säulen zu stellen für unsere Außenbeleuchtung. Ja, und da liegt mein Holzhammer oder Klöppel genannt und das Stecheisen. Und das kommt in der Arbeit, die Schräge hier reinzumachen, dass das Rohr dann perfekt in die Abzweckdose passt. Und jetzt gehe ich zum nächsten vor. Wird wahrscheinlich nächste Woche werden die ganzen Lampen alle fertig sein. Wir haben alle Säulen gesetzt und das sind die letzten Arbeiten. In ein paar Tagen brummt der ganze Spaß. Ja, und hier ist noch der alte Sockel. So, das gibt es dazu zu sagen. Und da links oben der Weg ist auch fertig. Kann ich euch zeigen bis ganz zum Schluss. Das sind so die Arbeiten, die wir momentan machen. Wie gesagt, das Wetter ist nicht so toll. Wolkenbehangener Himmel, ständig Nieselregen. Aber es ist ganz angenehm. Wir hatten eine Hitzewelle. Wir hatten über 2 Wochen richtig heiß, bis über 30 Grad. Was für uns hier eigentlich ungewöhnlich ist. Und das Grünzeug, das schießt auch ohne Ende. Weil wir haben relativ guten Boden. Fast 80 cm Schwarzerde und dann kommt Lehm. Es passt schon. Dafür ist es sehr schön ruhig hier in der Gegend. Ja, und von mir wird es die nächste Zeit wenig Videos geben. Ich habe in der Familie einen Todesfall, eine traurige Nachricht bekommen aus der alten Heimat. Und daran muss ich mich erstmal kümmern die nächsten Tage. Bis irgendwann, ich melde mich wieder bei euch.